Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu dieser Online-Ausgabe der Frühjahrstagung. Mein Name ist Roman Gallus und ich bin Projektleiter bei Basler und Hoffmann. Ich freue mich, Ihnen das Projekt Schacht-und-Stollen-Laupenstraße vorzustellen, das ein besonders anspruchsvolles Bauvorhaben im Gleisbereich darstellt. Wir beginnen den Vortrag mit einer kurzen allgemeinen Einleitung zum Stellenwert von Schacht-und-Stollen-Laupenstraße im Projekt Ausbau Bahnhof Bern RBS. Hier sehen Sie eine Übersicht über alle Abschnitte des Projekts. Der Stollen- und Schacht-Laupenstraße sind Objekte des Abschnitts 1. Der Abschnitt 1 liegt ganz im Westen des Projektperimeters, hier violett dargestellt, und umfasst ebenfalls die Bahnhofskavernen. Abschnitt 1 ist aufgeteilt in mehrere Baulose. Die wichtigsten Baulose im Abschnitt 1 sehen Sie hier abgebildet. Dies ist einerseits die Plattform Laupenstraße, die als Installationsplatz oberhalb des Gleisfelds dient. Andererseits sind das die Baulose 1.1 Schacht-Laupenstraße und Baulos 1.4 Stollen-Laupenstraße. Diese beiden Baulose sind Gegenstand dieses Vortrags. Der Schacht und der Stollen-Laupenstraße dienen in der Bauphase als Angriffsstelle der Bahnhofskavernen. In der Betriebsphase werden die beiden Objekte als Logistik- und Fluchtweg verwendet. Zudem beherbergen sie diverse Teile der Brandlüftung. Ebenfalls hier abgebildet ist das Baulos 1.3, das ist das größte Baulos im Abschnitt 1 und stellt den Bahnhof selbst dar. Sie sehen hier eine Situation mit dem Schacht und dem Stollen-Laupenstraße. Der Schacht ist 21 Meter lang und 14 Meter breit sowie ungefähr 17 Meter tief. Der Stollen hat einen Durchmesser von 7 Metern und besteht aus 2 Teilen. Der sogenannte Zugangsstollen ist ungefähr 123 Meter lang. Im Bauzustand dient er als Angriffsstelle. Im Endzustand wird er als Fluchtweg und als Lüftungsstollen ausgebaut. Der sogenannte Logistikstollen, hier mit einer Länge von 57 Metern, dient im Bauzustand vor allem der Baulogistik. Zum Ende der Bauarbeiten wird er jedoch wieder verfüllt. Im Längsschnitt sehen Sie, dass der Schacht eine Tiefe von ungefähr 17 Meter aufweist und im Endzustand mittels 3 Geschossen ausgebaut wird. Der Stollen wird im Endzustand zweischalig mit einer zwischenliegenden Kunststoffdichtungsbahn ausgebaut. Wie hier ersichtlich verläuft der Stollen von Ost nach West mit einem leichten Gefälle zu den Bahnhofskavernen. Die Überlagerung des Stollens zum SBB-Gleisfeld beträgt ungefähr 11 Meter. Im Folgenden möchte ich Ihnen eine kurze Übersicht der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse im Projektperimeter geben. Hier sehen Sie die geologischen Verhältnisse in einem Längsschnitt durch den Schacht und den Stollen dargestellt. Oberflächennah auf den ersten 3 Metern befindet sich die künstliche Auffüllung. Darunter, hier in Rot dargestellt, befinden sich die Rückstausedimente, die als tonig-siltige Sande klassifiziert werden. Wiederum darunter, hier als grünes Band dargestellt, befindet sich Moränematerial, ungefähr 1 Meter stark, und danach darunter der Fels der unteren Süßwassermolasse. Der Fels der unteren Süßwassermolasse ist oberflächennah auf den ersten 2 bis 4 Metern verwittert. Der Grundwasserspiegel, hier als blaue Linien eingezeichnet, weist einen gewissen Schwankungsbereich auf und liegt leicht oberhalb des Firsts. Die Bauwerke sind hier ebenfalls andeutungsweise mit den roten Linien eingezeichnet. Am linken Bildrand sehen Sie den Schacht Laupenstraße. Der Schacht liegt komplett im Lockergestein.
Der Baugrubenabschluss hier am Fuß bindet in den Fels ein. Der Stollen verläuft, hier sehen Sie das, zuerst komplett im Lockergestein. Danach gibt es einen Übergangsbereich mit gemischter Ortsbrust und dann taucht der Stollen komplett in den Fels ein. Die Überdeckung des Stollens beträgt zwischen 9 Meter im Minimum bis zu ungefähr 15 Meter hier in diesem Bereich. Der vorliegende Vortrag fokussiert sich hauptsächlich auf den Tunnelbau und somit auch auf den Stollen-Laupenstraße. Dennoch möchte ich Ihnen einige interessante Einblicke in die Planung und auch Realisierung des Schacht Laupenstraße im folgenden Kapitel nicht vorenthalten. In dieser Abbildung sehen Sie ein Planungsmodell des Schacht Laupenstraße. Der Schacht liegt aufgrund der beengten Platzverhältnisse teilweise unter bestehenden Gleisen, die nicht über die gesamte Bauzeit gesperrt werden können. Deshalb ist über die Bauzeit des neuen RBS-Bahnhofs eine temporäre Hilfsbrücke erforderlich. Der Baugrubenabschluss erfolgt über Schlitzwandelemente, die im Fels einbinden. Aus dem Schacht wurde dann später der Stollen vorgetrieben, den Sie hier blau angedeutet sehen. Hier sehen Sie einige Impressionen aus dem Bau. Die Baugrubensicherung des Schachts besteht aus 1 Meter dicken Schlitzwänden. Sie sehen hier Bilder des Einbaus der Bewehrung der Schlitzwände. Man sollte sich hier bei diesen Bildern nochmal vergegenwärtigen, dass diese Arbeiten alle in Nacht- und Wochenendsperrungen der Gleise mit dem kleinstmöglichen Einfluss auf den Bahnbetrieb erfolgten. Die Baugrube ist mit 5 Sprießlagen sowie einer Sprießplatte aus Stahlbeton ausgesteift. Die 5. Sprießlage wird nur bis zum Einbau der Sprießplatte benötigt. Danach wird sie ausgebaut, um schlussendlich eine ausreichend lichte Höhe für die nachfolgenden Tunnelbauarbeiten gewährleisten zu können. Die Schachtsprießung wurde so geplant, dass im Schacht ein freier Raum bleibt, wie Sie hier im rechten Bild erkennen können. Der Freiraum dient der Baulogistik, wie zum Beispiel dem An- und Abtransport der Baumaschinen mit dem Turmdrehkran von der darüberliegenden Installationsplattform. Die Installationsplattform können Sie im linken Bild hier am Rand erkennen. Nach der Fertigstellung des Schachts erfolgte der Vortrieb des Stollen-Laupenstraße. Diesen möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Hier sehen Sie das Vortriebskonzept sowie die realisierten Bauhilfsmaßnahmen, die den Vortrieb in dieser schwierigen Geologie ermöglichten. Die ersten ungefähr 50 Meter des Stollens liegen im wasserführenden Lockergestein. Systematische Injektionen wurden in der anstehenden Geologie als nicht zielführend beurteilt. Eine Grundwasserabsenkung war ebenfalls nicht möglich. Als Resultat einer Variantenstudie stellte sich dann das Gefrierverfahren als für diesen Fall am besten geeignete Bauhilfsmaßnahme heraus. Den Gefrierkörper sehen Sie hier blau eingefärbt. Mit dem Gefrierkörper wird der Baugrund rund um den Hohlraum und im Kern verfestigt, versteift und abgedichtet. Im anschließenden Fels mit geringer Überdeckung erfolgte der Vortrieb mit unterteiltem Querschnitt im Schutze von 3 Rohrschirmetappen. Der Stollen erreicht vor der Verzweigung in den Baulogistikstollen eine maximale Spannweite von 16 Metern. Mikropfähle dienen in diesem Bereich der Stabilisierung des Kalottenwiderlagers. Der anschließende Vortrieb der beiden Stollenäste erfolgte mit kurzen Abschlägen im Vollausbruch und aufgrund der größeren Felsüberdeckung ohne Bauhilfsmaßnahmen. Im Folgenden möchte ich Ihnen Schritt für Schritt die geplanten Maßnahmen und die Realisierung des Stollens erläutern. Sie sehen hier einen Querschnitt, der die Vorbereitungsarbeiten für die Gefriermaßnahmen aufzeigt.
Für die Realisierung des Gefrierkörpers wurden 28 Gefrierlanzen im Umfang außerhalb des Ausbruchquerschnitts und 16 Gefrierlanzen im Kern angeordnet. Um den Unsicherheiten betreffend der Lage des Grundwasserspiegels Rechnung zu tragen, wurden oberhalb des Gefrierkörpers 4 Bewässerungsrohre installiert. Diese wurden vor und während des Gefrierens kontinuierlich mit Wasser beaufschlagt, um auch im First eine ausreichende Sättigung zu gewährleisten. Die Erfolgskontrolle der Gefriermaßnahmen erfolgte mit Temperaturmessketten im Randbereich des Gefrierkörpers, diese sehen Sie hier violett eingezeichnet, und mittels 2 Entspannungsbohrungen zur Dichtigkeitsprüfung im Kern. Diese sind hier in Orange eingezeichnet. Hier sehen Sie in einem Längsschnitt erneut die für die Maßnahmen erforderlichen Bohrungen. Die Bohrungen für die Gefrierlanzen wurden bis in den oberflächennah verwitterten Fels eingebunden. Die Bohrungen wurden im First mit einer Länge von maximal 60 Meter erstellt. Dabei galt es sehr präzise zu bohren. Eine zulässige maximale Lagetoleranz der Gefrierlanzen von 20 cm wurde basierend auf thermischen Simulationen festgelegt. Hier sehen Sie nun einige Abbildungen zu den Bohrarbeiten. Wichtig war, dass bei der Anordnung der Gefrierlanzen die potenziellen geometrischen Konflikte mit der Sprießung berücksichtigt wurde. Hier ein weiteres Bild von der Baustelle. Für die Ausführung der Bohrarbeiten wurde ein Gerüst im Schacht erstellt und dies auf mehreren Ebenen. Das Gerüst können Sie besonders gut im rechten Bildabschnitt erkennen. Die Bohrungen wurden dann mittels des Horizontal Directional Drillings erstellt. Das ist ein Bohrverfahren für gesteuerte Bohrungen. Die sehr hohen Anforderungen an die Lagetoleranz, die ich vorhin erwähnt habe, konnten mit diesem Bohrverfahren immer eingehalten werden. Aufgrund des Wasserdrucks kam für die Bohrungen zudem ein Preventer zum Einsatz. Nun kommen wir zum nächsten Schritt. Nach der Erstellung der Gefrierlanzen wurde der Baugrund während ungefähr einem Monat gefroren. Ziel war die Erstellung eines Frostkörpers mit einem Durchmesser von gut 10 Metern und einer Stärke von 1,5 Meter ab Ausbruchprofil. Hier in Violett sehen Sie erneut die vorgängig bereits installierten Temperaturmessketten in horizontaler und vertikaler Richtung. Diese dienten, wie bereits erwähnt, der Überwachung der Temperatur im Boden und somit auch der Kontrolle der Abmessung vom Frostkörper. Das Gefrieren erfolgte mit Solvereisung, hier ein Bild. Bei diesem Verfahren zirkuliert eine Salzlösung mit bis zu minus 38 Grad Celsius in einem geschlossenen Kreislauf durch die Gefrierlanzen. Hier sehen Sie den Anschluss der schwarzen Sohleleitung an die Köpfe der Gefrierlanzen. Die Bodenplatte des Schachts Laupenstraße, die wurde lokal vertieft ausgebildet, um die Erstellung der Gefrierlanzen auch unterhalb des Stollenquerschnitts zu ermöglichen. Wie Sie hier sehen können, mussten diese Gefrierlanzen im Boden vor der Überfahrt mit den Baumaschinen geschützt werden. Auf dieser Abbildung können Sie die komplett mit den Sohleleitungen, ich sage mal, verkabelte Schlitzwand sehen. Die Kühlaggregate sowie der Kühlturm zur Rückkühlung der Sohle wurden auf der Installationsplattform oberhalb des Gleisfelds platziert. Trotz der guten Isolation der Sohleleitung sehen Sie hier in der rechten Abbildung um die Gefrierlanzenköpfe eine deutliche Eisbildung zum Ende des Aufgefriervorgangs. Nun kommen wir zum nächsten Schritt.
Nach Erreichen der erforderlichen Frostkörperabmessung wurden die beiden Drainagebohrungen im Kern geöffnet, um die Dichtigkeit des Gefrierkörpers zu verifizieren. Danach wurde der Vortrieb freigegeben, der mit dem Durchbruch der 1 Meter mächtigen Schlitzwand begann, wie Sie hier in diesem Bild gelb eingezeichnet links sehen können. Die Schlitzwand ist, wie Sie auch schon im Bild des Bewehrungskorbs erahnen konnten, sehr stark bewehrt. Tatsächlich besteht die Biegebewehrung aus bis zu 4 Bewehrungslagen mit Durchmesser 40 mm. Um die schwere Bewehrung zu durchtrennen, erfolgte der Durchbruch durch die Schlitzwand mittels 124 Kernbohrungen entlang dem Ausbruchsquerschnitt. Danach wurde die Schlitzwand mit einer Trennscheibe geschnitten und abgespitzt. Die Gefrierlanzen im Kern wurden selbstverständlich vor Vortriebsbeginn vom Sohlekreislauf genommen. Die Gefrierlanzen außerhalb des Ausbruchsprofils wurden jedoch auch während dem Durchbruch und dem Vortrieb weiter betrieben. Hier sehen Sie 2 Bilder vom Vortrieb unmittelbar nach Abbruch der Schlitzwand. Der Vortrieb im Gefrierkörper erfolgte im Vollausbruch mit nachgezogenem Sohlausbruch und kurzen Abschlägen von 1 Meter. Vorgetrieben wurde im Durchlaufbetrieb, um den Ausbruchquerschnitt möglichst rasch zu sichern. Durch die rasche Sicherung konnte ein unzulässiges Kriechen des Frostkörpers im ungestützten Bereich verhindert werden. Hier sehen Sie 2 Bilder von den Sicherungsarbeiten. Die Ausbruchssicherung besteht aus 45 cm netzbewehrtem Spritzbeton. Die äußersten 5 cm vom Spritzbeton wurden als sogenannte Opferschicht aufgebracht, in der Annahme, dass der Spritzbeton infolge der Kälte bergseitig unvollständig abbindet. Diese 5 cm wurden in der Statik auch als nicht tragend angesetzt. Die Sohle wurde jeweils in sehr kurzem Abstand dann hinter der Ortsbrust nachgezogen. Der Vortrieb erfolgte großteils mittels einem Tunnelbackungsspitzhammer. Die Temperaturen des Gebirges können Sie übrigens an diesem Bild hier erahnen. Die grauen Flächen auf der Ortsbrust, das ist tatsächlich festgefrorenes Kondenswasser. Dank der Gefriermaßnahmen war auch der Kern stabil. Sie sehen hier, die Ortsbrust, die konnte vertikal erstellt werden. Im Anschluss an die Lockergesteinstrecke erfolgte dann der Vortrieb im Fels mit tiefer Felsüberdeckung. Der Vortrieb erfolgte bis zur Verzweigung der Stollen im Schutz von 3 Rohrschirmetappen, wie Sie hier im rechten Bildrand erkennen können. Die vorliegenden beiden Bilder zeigen die Arbeiten zur Erstellung der Rohrschirme. Die Rohre wurden mit einer Länge von 13 Meter und einer Überlappung von jeweils 3 Meter zwischen den Etappen erstellt. Pro Rohrschirmetappe wurden zwischen 20 bis 30 Rohre mit einem Rohrdurchmesser von jeweils 168 mm verbaut. Im Anschluss an die Rohrschirmarbeiten erfolgte der Vortrieb der Aufweitungen bis zur Verzweigung des Stollens. Es wurde in kurzen Abschlägen von jeweils 1 Meter gearbeitet. Das Verzweigungsbauwerk bei der Verzweigung zum Baulogistikstollen weist eine maximale Spannweite von 16 Meter bei einer Überdeckung von ungefähr 9 Meter auf. Nun möchte ich noch die messtechnische Überwachung erläutern. An dieser Stelle möchte ich nochmals in Erinnerung rufen, dass sich oberhalb des Stollens die Gleisanlage der SBB unter laufendem Betrieb befindet. Daher war die messtechnische Überwachung der Bauarbeiten unglaublich wichtig. Einerseits erfolgten Überwachungsmaßnahmen unter Tage. Wie bereits erläutert, wurde die Temperatur des Baugrunds laufend automatisch überwacht.
Die Überwachung erfolgte mittels faseroptischen Sensoren, die in leeren Gefrierlanzen verlegt wurden. Die Lage sehen Sie hier links eingezeichnet. Die Messketten liegen vorwiegend am Rand des Gefrierkörpers sowie des Ausbruchquerschnitts. Ebenfalls wurden die Verschiebungen der Ausbruchssicherung mittels geodätischen Messungen überprüft, wie Sie im Bild rechts sehen können. Gerade in der Lockergesteinsstrecke ist die Überwachung der Verschiebung auch nach Vortriebsende relevant, da sich Verschiebungen teilweise erst zeitverzögert mit dem Auftauen des Frostkörpers einstellen. In dieser Abbildung sehen Sie das Gleisfeld oberhalb des Stollen Laupenstraße. Am linken Bildrand hier ist der Schacht ersichtlich, aus dem der Vortrieb startete. Die Stollenachse ist hier rot dargestellt. Diverse Anlagen der SBB wurden ebenfalls geodätisch intensiv überwacht, um einen sicheren Bahnbetrieb zu gewährleisten. Einerseits wurden die Gleise hinsichtlich der zulässigen Verbindung überwacht. Andererseits wurde auch die Verschiebung der Perronkante überwacht, um zu prüfen, dass es zu keiner Lichtraumverletzung kommt. Zudem wurden die Setzungen und Hebungen der Fahrleitungsmasten und somit die Lage des Fahrdrahts geprüft. Am Beispiel des Fahrleitungsmast 170, den Sie hier violett eingekreist sehen, wollen wir nun die Auswirkungen der Bauarbeiten ein wenig näher betrachten. In diesem Diagramm sehen Sie nun die Setzungen und Hebungen auf der vertikalen Achse über die Zeit auf der horizontalen Achse aufgetragen. Hier ist ersichtlich, dass sich der besagte Fahrleitungsmast in einer ersten Phase um ca. 2 cm setzte. Dies ist mit dem Mehraustrag von feinkörnigem Material im Zusammenhang mit den Spülbohrungen zu erklären. Nach den Bohrarbeiten erfolgte das Frostkörperwachstum. Dies führte zu beträchtlichen Hebungen an der Oberfläche. Diese sind einerseits mit der Volumenzunahme beim Phasenübergang von Wasser zu Eis zu erklären, andererseits wies aber der Boden ebenfalls eine gewisse Frostempfindlichkeit auf, was zu zusätzlichen Frosthebungen führte. Während dem Vortrieb erfolgte dann der Wechsel auf einen intermittierenden Betrieb der Gefrieranlage. Dadurch konnte ein weiteres Frostkörperwachstum und somit weitere Hebungen verhindert werden. Setzungen infolge des Vortriebs wurden aufgrund des sehr steifen Frostkörpers faktisch keine beobachtet. Nach Abschluss der Vortriebsarbeiten im Lockergestein wurde dann die Gefrieranlage abgeschaltet. Dies führte dazu, dass der Frostkörper auftaute, was wiederum Setzungen hervorruft. Die Setzungen halten nach wie vor an, die Setzungsrate nimmt jedoch deutlich ab, wie Sie sehen können. Wahrscheinlich und auch hoffentlich werden sich die Setzungen dann ähnlich deren vor dem Gefrierstart einstellen. Zum Schluss möchte ich noch einige Schlussfolgerungen aus diesem interessanten Projekt ziehen. Eine der größten Herausforderungen in diesem Projekt stellt sicherlich die Baulogistik dar. Schlussendlich konnte jedoch unter anderem aufgrund der Installationsplattform und der Gleishilfsbrücke eine größere Einschränkung des Bahnbetriebs infolge der Bauarbeiten verhindert werden. Zudem konnte das Gleisfeld trotz der schwierigen Geologie im Schutz des sehr steifen und festen Gefrierkörpers erfolgreich unterquert werden. Schlussendlich haben die aufwendigen Überwachungsmaßnahmen sicherlich auch zum Gelingen des Projekts beigetragen. Dank der automatischen Überwachung kombiniert mit visuellen Kontrollen der SBB konnte der Bahnbetrieb trotz der teilweise beträchtlichen Hebungen immer aufrechterhalten werden. Ebenfalls möchte ich Ihnen noch einen kurzen Überblick über die Termine und Kosten geben.
Die Arbeiten zum Schacht fanden zwischen Oktober 2017 bis Dezember 2019 statt. Danach erfolgte innerhalb ungefähr eines Jahres der Bau des Stollen-Laupenstraße. Die Kosten für den Schacht belaufen sich auf ungefähr 13,3 Millionen Franken. Die Vertragssumme für den Stollen beträgt ungefähr 10 Millionen Franken. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei allen Projektbeteiligten für die gute Zusammenarbeit in den Projekten bedanken. Insbesondere möchte ich mich dabei bei der Bauherrschaft, den Kollegen in der Planergemeinschaft, aber auch den ausführenden Unternehmungen bedanken. Zum Schluss danke ich ebenfalls recht herzlich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen zum Projekt haben, dann freue ich mich selbstverständlich, diese zu beantworten.